Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass, egal wie sehr Sie sich bemühen, inneren Frieden zu finden, Ihre eigene innere Welt eine konstante Quelle von Unruhe ist? Sie meditieren, Sie lesen Selbsthilfebücher, versuchen positiv zu denken, und doch scheint diese leise, aber hartnäckige Angst, diese innere Unzufriedenheit immer wieder aufzutauchen. Vielleicht fühlen Sie sich wie ein spiritueller Hochstapler, weil die versprochene Gelassenheit sich einfach nicht einstellen will. Wenn Sie sich in diesem ewigen Kampf mit Ihrem eigenen Geist wiedererkennen, sind Sie nicht allein. Milliarden von Menschen fühlen sich im Lärm ihrer Gedanken verloren, in einem Zustand des Autopiloten, der durch Angst, Stress und Burnout als normal empfunden wird. Sie fragen sich: Ist mein Geist kaputt? Warum reichen all die Ratschläge nicht aus, um mich zu verändern? Genau hier schlagen wir eine Brücke zwischen der zeitlosen Weisheit des Buddhismus, einer Weisheit, die seit über 2500 Jahren die Komplexität des menschlichen Geistes erforscht, und den bahnbrechenden Erkenntnissen der modernen Wissenschaft, insbesondere der Neurowissenschaft und der positiven Psychologie. Wir werden heute nicht über oberflächliche Lösungen sprechen oder Ihnen versprechen, dass alles einfach sein wird. Stattdessen werden wir gemeinsam untersuchen, warum Ihr Geist dazu neigt, sich selbst zu sabotieren und wie das tiefe Verständnis buddhistischer Prinzipien kombiniert mit wissenschaftlicher Validierung Ihnen helfen kann, eine authentische, belastbare Gelassenheit zu finden. Eine Gelassenheit, die nicht aus dem Vermeiden von Unbehagen entsteht, sondern aus der Fähigkeit, es mit Weisheit zu begegnen. Es geht darum, Ihre Beziehung zu Ihren Gedanken zu verändern, nicht darum, sie zu eliminieren. Bereiten Sie sich darauf vor, 4 transformative buddhistische Lehren zu entdecken, die durch die Linse der Wissenschaft neu beleuchtet werden. Lehren, die Ihnen nicht nur helfen, Ihren Geist zu verstehen, sondern ihn auch bewusst neu zu gestalten. Dies ist kein spiritueller Kurzurlaub, sondern ein Fundament für dauerhafte innere Ruhe, die auf tiefem Verständnis und nicht auf bloßer Wunschvorstellung basiert. Wir werden Mechanismen entschlüsseln, die erklären, warum Sie sich so fühlen, und Ihnen Werkzeuge an die Hand geben, um Ihre mentale Landschaft neu zu kartieren. Es ist eine Reise vom Kampf zur Beobachtung, von der Reaktion zur bewussten Antwort. Sind Sie bereit, die stillen Muster zu erkennen, die Sie zurückhalten, und das Potenzial des Unbehagens als Katalysator für echtes Wachstum zu nutzen? Haben Sie das Gefühl, ständig unzufrieden zu sein, selbst wenn objektiv alles in Ordnung zu sein scheint? Es ist, als ob Sie gegen Ihre eigenen Gedanken kämpfen müssten, nur um einen Moment der Ruhe zu finden. Diese hartnäckige innere Reibung, dieses latente Gefühl, dass etwas nicht stimmt, obwohl es sollte. Das ist eine universelle menschliche Erfahrung, die tief in der Psychologie des Geistes verankert ist. Wir leben in einer Welt, die uns ständiges Streben nach mehr lehrt, nach dem nächsten Ziel, dem nächsten Glücksgefühl. Und doch landen wir oft in einem Zyklus der Erschöpfung und Desillusionierung, wo die scheinbare Suche nach Glück paradoxerweise unsere Ängste verstärkt. Das erste tiefgreifende buddhistische Prinzip, das uns hilft, dieses Paradoxon zu entschlüsseln, ist die Erkenntnis von Dukkha, oft übersetzt als Leiden, Unzufriedenheit oder Unvollkommenheit, und Anicca, der Vergänglichkeit. Der Buddha lehrte nicht, dass das Leben grundsätzlich schrecklich ist, sondern dass das Festhalten an Dingen, die sich ständig ändern, unsere Gefühle, unsere Besitztümer, sogar unsere Identität zu Dukkha führt.
Die ständige Suche nach permanenter Glückseligkeit in einer flüchtigen Welt ist eine Quelle endloser Frustration. Es ist die subtile Angst vor dem Verlust, die uns in einem Zustand latenter Anspannung hält. Betrachten Sie Ihre eigenen Erfahrungen. Wie oft versuchen Sie, einen perfekten Moment festzuhalten, nur um dann enttäuscht zu sein, wenn er verblasst oder sich verändert? Die moderne Neurowissenschaft bietet eine erstaunliche Parallele zu diesen alten Einsichten. Unser Gehirn ist von Natur aus auf Vorhersage und Problemlösung ausgerichtet. Es scannt ständig die Umgebung nach potenziellen Bedrohungen. Ein Überlebensmechanismus, der in der Wildnis nützlich war, uns aber in der modernen Welt in einen Zustand chronischer Besorgnis versetzen kann. Das, was die buddhistische Lehre als Festhalten oder Anhaftung beschreibt, könnte man neurobiologisch als die Aktivität des Default Mode Network, DMN, interpretieren, das für Grübeln über die Vergangenheit und Sorgen über die Zukunft zuständig ist. Wenn dieses Netzwerk überaktiv ist, fühlen wir uns gefangen in einer Schleife von Unzufriedenheit, selbst wenn objektiv alles in Ordnung ist. Studien an renommierten Forschungseinrichtungen, darunter solche, die von Professoren wie Richard Davidson an der Universität von Wisconsin-Madison geleitet werden, zeigen, wie ein überaktives DMN mit Angstzuständen und Depressionen korreliert. Es ist, als würde unser Gehirn eine ständige Was-wäre-wenn-Simulation betreiben, die uns von der gegenwärtigen Realität ablenkt. Die Verbindung ist klar. Was der Buddha als Dukkha und Anicca beschrieb, sind Muster, die von der Neurowissenschaft in der Funktionsweise unseres Gehirns wiedergefunden werden. Das ständige Streben nach Kontrolle und Beständigkeit in einer inhärent vergänglichen Welt erzeugt eine Reibung, die wir als Leiden wahrnehmen. Es ist wie ein Versuch, Wasser in der Hand zu halten. Je fester Sie greifen, desto mehr entweicht es. Die Einsicht ist, das Leiden entsteht nicht aus der Existenz von Veränderung, sondern aus unserem Widerstand dagegen. Wenn wir die Natur der Dinge als vergänglich akzeptieren, hört unser Gehirn auf, gegen die Realität anzukämpfen. Dies ist der erste Schritt zur Gelassenheit, die grundlegende Natur von Unbeständigkeit zu erkennen und zu akzeptieren, dass alles in Bewegung ist. Nicht mit Resignation, sondern mit einem Gefühl der Befreiung. Wie ein Fluss, der unaufhörlich fließt, können wir lernen, uns dem Strom anzupassen, anstatt gegen die Strömung zu schwimmen. Kennen Sie das Gefühl, dass Ihre Selbstkritik zunimmt, je mehr Sie sich mit spirituellen Praktiken befassen? Plötzlich fühlen Sie sich, als müssten Sie eine Rolle spielen, um spirituell oder erleuchtet zu wirken. Dieser innere Druck, perfekt zu sein, ständig an sich zu arbeiten und bloß keine Schwäche zu zeigen, ist eine der tiefsten Ursachen für innere Unruhe und das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Es ist, als ob das Streben nach Authentizität paradoxerweise zu einer neuen Form der Performance führt, einer endlosen Schleife der Selbstoptimierung, die uns letztlich von unserem wahren Selbst entfremdet. Die zweite kraftvolle Lehre, die diesen Knoten lösen kann, ist Anatta, das Konzept des Nicht-Selbst. Dies wird oft missverstanden. Es bedeutet nicht, dass sie nicht existieren, sondern dass es kein festes, unveränderliches, unabhängiges Ich oder Selbst gibt, das von allen Erfahrungen getrennt ist. Stattdessen sind wir eine fließende Ansammlung von Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen und Empfindungen, die sich ständig verändern. Der Kampf, ein perfektes Selbst zu erschaffen oder sich ständig zu verbessern,
ist eine Illusion, die auf der Annahme eines festen Ichs basiert, das optimiert werden muss. Dieser permanente Optimierungsdruck führt zu einem Gefühl der Unzulänglichkeit und einem Hamsterrad der Selbstverbesserung, das niemals wirklich endet, weil das zu optimierende Ich in Wirklichkeit ein Konstrukt ist. Aus neurowissenschaftlicher Sicht können wir Anatta durch das Konzept des narrativen Selbst verstehen. Unser Gehirn ist ein Meister darin, Geschichten zu erzählen. Es webt unsere Erinnerungen, Überzeugungen und Erfahrungen zu einer kohärenten Erzählung zusammen, die wir als Mein Ich erleben. Doch diese Erzählung ist dynamisch, nicht statisch. Wenn wir uns an diese Geschichte klammern und sie als unsere unveränderliche Essenz betrachten, erzeugen wir inneren Widerstand, sobald die Realität nicht mit unserer bevorzugten Erzählung übereinstimmt. Das ist, wo Shadowwork ins Spiel kommt, ein psychologischer Prozess, der von Carl Jung populär gemacht wurde und heute in der humanistischen Psychologie wieder an Bedeutung gewinnt. Es geht darum, die Teile unseres Selbst zu erkennen und zu integrieren, die wir ablehnen oder verbergen, unsere Schattenseiten. Wenn wir die Illusion eines perfekten, einheitlichen Selbst loslassen, können wir diese verdrängten Aspekte des Geistes willkommen heißen und dadurch unsere psychische Integrität und Authentizität stärken. Forschung an Universitäten wie der Humboldt-Universität zu Berlin im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften untersucht, wie unser Gehirn Selbstwahrnehmung konstruiert und zeigt, dass das Gefühl des Selbst eher ein Prozess als eine Substanz ist. Wenn wir diese wissenschaftliche Perspektive mit der buddhistischen Lehre verbinden, erkennen wir, dass der Versuch, unser Ich ständig zu korrigieren oder zu verbergen, eine Form der Selbstsabotage ist, die aus der Weigerung entsteht, die fließende Natur unserer Identität anzuerkennen. Die Synthese ist frappierend. Das buddhistische Anatta und das neurowissenschaftliche narrative Selbst sprechen beide von der Fluidität unserer Identität. Der Kampf gegen die Selbstkritik oder das Gefühl des Hochstaplers rührt oft von der Erwartung her, ein festes Ich zu sein, das sich immer richtig verhält. Indem wir die Vorstellung eines starren Selbst loslassen und unsere Schattenseiten bewusst integrieren, eröffnen wir den Weg zu echter Akzeptanz und weniger innerem Konflikt. Es ist, als würde man erkennen, dass man kein einzelnes, unbewegliches Gebäude ist, sondern ein immerwährender Fluss von Erfahrungen. Man kann den Fluss nicht festhalten oder zwingen, eine bestimmte Form anzunehmen. Man kann nur lernen, mit ihm zu fließen. Wahre Gelassenheit entsteht, wenn wir aufhören, ein starres Ich zu verteidigen, das gar nicht existiert, und stattdessen die volle Bandbreite unserer menschlichen Erfahrung umarmen. Das ist Freiheit von der Tyrannei des Muss-Seins. Fühlen Sie sich manchmal zutiefst erschöpft, fast als hätten Sie die Verbindung zu sich selbst und anderen verloren? In unserer modernen, leistungsorientierten Gesellschaft ist es leicht, in einen Zustand des Burnouts zu geraten, in dem die ständigen Anforderungen und der Druck, gut genug zu sein, uns hart gegen uns selbst und unsere Mitmenschen machen. Die Sehnsucht nach echter Verbindung ist da, aber die Angst vor Verletzlichkeit hält uns oft zurück. Wir kämpfen mit Selbstkritik, die uns innerlich zerfrisst, und finden es schwer, uns selbst die gleiche Freundlichkeit entgegenzubringen, die wir anderen so leicht schenken. Die dritte Lehre ist Metta, die Praxis der liebenden Güte oder des Mitgefühls. Oft wird dies als eine vage, esoterische Vorstellung abgetan, aber Metta ist eine hochwirksame mentale Praxis,
die aktiv trainiert werden kann. Sie beginnt nicht mit der Liebe zur ganzen Welt, sondern mit einer radikalen Geste der Freundlichkeit uns selbst gegenüber, gerade dann, wenn wir uns unzulänglich fühlen oder Fehler machen. Die buddhistische Lehre erkennt an, dass wir, um Mitgefühl für andere zu entwickeln, zuerst unseren eigenen inneren Kritiker besänftigen müssen. Es ist die Anerkennung, dass auch unser Leiden gültig ist und unsere Unvollkommenheiten Teil der menschlichen Erfahrung sind. Diese Praxis ist ein direkter Gegenpol zu der weit verbreiteten Kultur der Selbstkritik und des Leistungsdrucks, die uns oft das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein, es sei denn, wir sind perfekt. Hier schließt sich der Kreis zur Neurowissenschaft in beeindruckender Weise. Die Forschung zur kontemplativen Neurowissenschaft, angeführt von Wissenschaftlern wie Richard Davidson an der University of Wisconsin und Tanja Singer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, hat gezeigt, dass Mitgefühlsmeditation messbare Veränderungen im Gehirn hervorruft. Sie aktiviert Gehirnregionen, die mit positiven Emotionen, Empathie und Affiliation assoziiert sind, wie den medialen präfrontalen Kortex und die Insula. Studien belegen, dass regelmäßige Metapraxis die Aktivität des Vagusnervs stimuliert, was zu einer Beruhigung des Nervensystems und einer Verringerung von Stressreaktionen führt. Die Arbeit von Dr. Kristin Neff, einer führenden Forscherin auf dem Gebiet der Selbstmitgefühl, ergänzt dies perfekt. Sie hat nachgewiesen, dass Selbstmitgefühl nicht nur Angst und Depressionen reduziert, sondern auch die Resilienz und das Wohlbefinden steigert. Es ist nicht nur ein nettes Gefühl, sondern ein biologisch fundierter Mechanismus, der unser inneres Gleichgewicht wiederherstellt und unsere Fähigkeit zur Verbindung mit anderen stärkt. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse untermauern die buddhistische Behauptung, dass Mitgefühl nicht nur eine Tugend, sondern eine entwickelbare Fähigkeit ist, die direkt mit unserem neuralen Wohlbefinden zusammenhängt. Es geht darum, eine wohlwollende Haltung sich selbst und anderen gegenüber zu kultivieren, die unsere Biologie positiv beeinflusst. Die Verknüpfung von Meta- und Neurowissenschaft zeigt uns, dass Selbstmitgefühl keine Selbstverwöhnung ist, sondern eine strategische Neukalibrierung unseres Nervensystems. Wenn wir uns selbst mit Güte begegnen, unterbrechen wir den Kreislauf der Selbstkritik, der unser Gehirn in einen Zustand der Bedrohung versetzt. Es ist, als würde man einen inneren Notfallknopf drücken, der uns beruhigt und uns erlaubt, klarer zu denken und zu fühlen. Diese Praxis transformiert nicht nur unsere Beziehung zu uns selbst, sondern auch zu den Menschen um uns herum, da unsere Empathiefähigkeit gestärkt wird. Wie ein Brunnen, der erst selbst gefüllt sein muss, bevor er Wasser an andere spenden kann, so muss auch unser Mitgefühl zuerst uns selbst nähren. Dies ist der Weg zur Überwindung von Burnout und der Wiederherstellung echter Verbindung. Eine Brücke, die von alter Weisheit und moderner Wissenschaft gleichermaßen getragen wird. Fühlen Sie sich manchmal isoliert, als ob Ihre Anstrengungen ins Leere laufen würden und Sie keinen wirklichen Einfluss auf den Verlauf Ihres Lebens hätten? In einer Welt, die oft so unvorhersehbar erscheint, kann das Gefühl der Hilflosigkeit überwältigend sein. Wir versuchen, unsere Absichten zu manifestieren, nur um festzustellen, dass die Ergebnisse nicht unseren Erwartungen entsprechen. Dieser Kampf, Kontrolle auszuüben in einem scheinbar chaotischen Universum, kann zu tiefer Frustration und dem Gefühl führen, von den äußeren Umständen fremdbestimmt zu sein, anstatt ein aktiver Gestalter des eigenen Lebens zu sein. Die vierte und letzte Lehre, die wir heute betrachten,
ist das Konzept von Karma und Interdependenz. Pratyasamutpada im Sanskrit. Karma wird oft missverstanden als Schicksal oder göttliche Bestrafung. Doch im Buddhismus ist es die universelle Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung, die auf unsere Gedanken, Worte und Handlungen angewendet wird. Jede Absicht, jede Handlung, ob bewusst oder unbewusst, erzeugt eine Welle, die zurückkommt. Eng damit verbunden ist die Lehre der Interdependenz. Die Erkenntnis, dass nichts isoliert existiert. Alles ist miteinander verbunden, alles entsteht in Abhängigkeit von etwas anderem. Unsere Existenz ist keine einzelne, unabhängige Insel, sondern ein untrennbarer Teil eines riesigen, lebendigen Netzwerks. Wenn wir uns isoliert fühlen oder das Gefühl haben, unsere Handlungen hätten keine Bedeutung, dann liegt das an einem tief verwurzelten Missverständnis dieser grundlegenden Verbundenheit. Diese alte buddhistische Erkenntnis findet erstaunliche Resonanz in den tiefsten Ebenen der modernen Physik, der Quantenmechanik. Konzepte wie die Quantenverschränkung, bei der zwei Teilchen miteinander verbunden bleiben und das Messen des Zustands des einen sofort den Zustand des anderen beeinflusst, egal wie weit sie voneinander entfernt sind, spiegeln die Idee der Interdependenz wider. Obwohl die Quantenphysik nicht beweist, dass ihr Karma über Nacht ihr Bankkonto verändert, bietet sie eine kraftvolle Metapher für die unermessliche Verknüpfung der Realität. Der Beobachtereffekt, bei dem der Akt des Beobachtens das Verhalten von Teilchen beeinflussen kann, legt nahe, dass unser Bewusstsein nicht passiv ist, sondern ein aktiver Teilnehmer an der Gestaltung der Realität. Werner Heisenberg, einer der Pioniere der Quantenphysik, sprach von der Rolle des Beobachters in der Realität. Max Planck, ein weiterer deutscher Begründer der Quantentheorie, betonte, dass Materie nur eine Manifestation des Geistes ist. Diese Ideen, obwohl philosophischer Natur in diesem Kontext, öffnen eine Tür zu der Möglichkeit, dass unsere inneren Zustände und Absichten nicht nur interne Phänomene sind, sondern subtil mit dem äußeren Gefüge der Realität interagieren. Sie validieren die buddhistische Behauptung, dass unsere Handlungen und Absichten Wellen erzeugen, die durch das gesamte System gehen, eine Verknüpfung, die weit über das hinausgeht, was wir mit bloßem Auge sehen können. Die Synthese hier ist tiefgreifend. Wenn wir die Lehre von Karma und Interdependenz durch die Linse der Quantenphysik betrachten, erkennen wir, dass wir nicht passive Empfänger des Schicksals sind, sondern aktive Mitschöpfer unserer Realität. Jede bewusste Entscheidung, jede kultivierte innere Haltung sendet Signale in das verknüpfte Feld der Existenz. Es ist, als ob Ihr Geist kein isoliertes Denkorgan wäre, sondern ein Quantensystem, das ständig mit dem Universum in Resonanz tritt. Dies bedeutet nicht, dass Sie alles kontrollieren können, aber es bedeutet, dass Sie einen tiefgreifenden Einfluss auf die Muster haben, die in Ihrem Leben entstehen. Ihre Gelassenheit und Ihre inneren Zustände sind nicht nur für Sie selbst wichtig, sondern beeinflussen das gesamte Gefüge der Existenz, da alles miteinander verflochten ist. Das ist die Essenz der Manifestation im tiefsten, wissenschaftlich informierten Sinne. Ihre innere Ausrichtung erschafft die Bedingungen für Ihre äußere Realität. Wir haben heute eine tiefgreifende Reise unternommen. Eine Reise, die die zeitlose Weisheit des Buddhismus mit den bahnbrechenden Erkenntnissen der modernen Wissenschaft, der Neurowissenschaft, der Psychologie und sogar der Quantenphysik verbunden hat. Von der Akzeptanz der Vergänglichkeit und des Leidens, Dukkha und Anicca,
über das Verständnis der fließenden Natur unseres Selbst, Anatta, bis hin zur Kultivierung von Mitgefühl, Metta, und der tiefen Erkenntnis unserer Verbundenheit und der Wirkkraft unserer Absichten, Karma und Interdependenz. Jede dieser Lehren bietet einen einzigartigen Schlüssel zur Gelassenheit. Diese Prinzipien sind keine Dogmen, sondern Landkarten für den Geist, validiert durch Jahrtausende menschlicher Erfahrung und jetzt auch durch die Präzision der wissenschaftlichen Forschung an Orten wie der Universität Leipzig oder dem Max-Planck-Institut. Es ist die Erkenntnis, dass der scheinbare Konflikt zwischen Spiritualität und Wissenschaft nur eine Frage der Perspektive ist. Sie sind zwei Sprachen, die dieselbe, fundamentale Realität beschreiben. Das Rauschen in ihrem Kopf, ihre Selbstzweifel, die Suche nach ständiger Bestätigung und die Gefühle der Isolation sind keine Zeichen ihres Versagens. Sie sind universelle, menschliche Erfahrungen, die von einem Gehirn erzeugt werden, das in alten Mustern der Unsicherheit und des Überlebenskampfes feststeckt. Aber sie sind nicht an diese Muster gebunden. Ihre Fähigkeit zur Neuroplastizität, die Fähigkeit ihres Gehirns, sich ständig neu zu verdrahten, bedeutet, dass Gelassenheit keine Gabe ist, sondern eine trainierbare Fähigkeit. Stellen Sie sich vor, Ihr Bewusstsein ist wie ein gigantisches Orchester. Die Gedanken sind die verschiedenen Instrumente, die Emotionen die Melodien und Sie selbst sind der Dirigent. Oft lassen wir die Instrumente chaotisch spielen, überlassen sie dem Zufall oder alten, dissonanten Noten. Die buddhistischen Lehren, unterstützt von der Wissenschaft, bieten ihnen die Partitur und den Dirigierstab. Sie lernen, jeden Gedanken, jede Emotion zu erkennen, ihre Natur zu verstehen und sie harmonisch in das Gesamtwerk zu integrieren. Es geht nicht darum, Instrumente zum Schweigen zu bringen, sondern darum, ihre Klänge bewusst zu formen. So wie sich Elementarteilchen in der Quantenphysik durch die bloße Beobachtung verändern können, so verändert sich ihre innere Landschaft und damit ihre äußere Realität, wenn sie ihre Aufmerksamkeit bewusst lenken und diese tiefen Prinzipien in ihr Leben integrieren. Ihr Geist und das Universum sind untrennbar miteinander verbunden und kommunizieren ständig miteinander. Jede ihrer Bemühungen um innere Klarheit ist ein Signal, das in dieses verbundene Feld gesendet wird und eine Resonanz erzeugt, die weit über ihr individuelles Bewusstsein hinausgeht. Was bedeutet das alles nun für Ihren Alltag, für diesen Moment? Es bedeutet, dass Sie die Macht haben, Ihre Beziehung zu Ihrem eigenen Geist aktiv zu gestalten. Beginnen Sie mit kleinen, bewussten Schritten. Nutzen Sie die Idee des Monk Mode nicht nur für Produktivität, sondern auch für mentale Klarheit. Schaffen Sie bewusste Räume in Ihrem Tag, in denen Sie Ablenkungen minimieren und Ihre Aufmerksamkeit auf einen einzigen Anker richten, sei es Ihr Atem, eine einfache Aufgabe oder das Gefühl von Mitgefühl. Das ist kein Luxus, sondern eine neuronale Notwendigkeit, um Ihr Gehirn aus dem Hamsterrad der Reaktivität zu befreien. Denken Sie über Ihr Ikigai nach, Ihre japanische Existenzberechtigung. Wenn Sie die Prinzipien der Interdependenz und des Nicht-Selbst verinnerlichen, erkennen Sie, dass Ihr Ikigai nicht nur ein persönlicher Zweck ist, sondern eine Rolle in einem größeren, verbundenen Ganzen. Es geht darum, Ihre Leidenschaft, Mission, Berufung und Profession so auszurichten, dass sie nicht nur Ihnen dienen, sondern auch dem Kollektiv. Und wenn die Selbstzweifel nagen, erinnern Sie sich an die Schattenarbeit, die Akzeptanz und Integration jener Teile, die Sie lieber verstecken würden.
Es ist die größte Stärke, die eigene Verletzlichkeit anzuerkennen, anstatt sie zu unterdrücken. Dies ist der wahre Weg zur Authentizität, und Authentizität ist die Basis für tiefe Gelassenheit. Diese Reise zu innerem Frieden ist kein linearer Weg. Es wird Momente des Zweifels geben, Phasen, in denen der alte Lärm zurückkehrt oder Sie sich fragen, ob Sie überhaupt Fortschritte machen. Und das ist absolut menschlich und normal. Studien mit erfahrenen Meditierenden zeigen, dass selbst nach Jahrzehnten der Praxis 70% immer noch mit Ablenkungen und inneren Kämpfen ringen. Die Transformation geschieht nicht durch das Auslöschen von Schwierigkeiten, sondern durch die Entwicklung einer neuen Haltung ihnen gegenüber. Es geht darum, das Unbehagen als Daten zu betrachten, als Signale, die ihnen etwas über ihr inneres System verraten. Akzeptieren Sie die Realität so, wie sie ist, mit all ihren Paradoxien. Schenken Sie sich selbst Mitgefühl für die Anstrengung und die Herausforderungen, denn in der Akzeptanz liegt die wahre Kraft zur Veränderung. Sie sind nicht Ihr Kampf. Sie sind der Raum, in dem der Kampf stattfindet. Und dieser Raum ist unendlich und friedvoll. Wir haben heute gemeinsam die Brücke geschlagen zwischen alter Weisheit und moderner Wissenschaft, um die Muster zu entschlüsseln, die uns von wahrer Gelassenheit abhalten. Doch Wissen allein ist nur der erste Schritt. Die wahre Transformation beginnt mit der Anwendung. Ich lade Sie ein, diesen Weg mit uns fortzusetzen. Wenn Sie bereit sind, Ihre innere Landschaft mit Achtsamkeit und wissenschaftlich fundiertem Verständnis neu zu kartieren, dann kommentieren Sie jetzt: Ich bin der Raum. Teilen Sie diese Erkenntnis mit anderen, die ebenfalls nach authentischem Frieden suchen und innere Klarheit finden möchten. Geben Sie diesem Video einen Daumen hoch, wenn es Ihnen geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen, und abonnieren Sie diesen Kanal, um keine weiteren tiefgreifenden Einblicke zu verpassen. Gemeinsam können wir das Signal der Klarheit und Gelassenheit verstärken. Bleiben Sie achtsam und mitfühlend auf Ihrer Reise.